Er steht im Herzen Roms, wie eine Wunde, die nie heilt. Ein steinernes Mahnmal für Ruhm und Schmerz, Größe und Grausamkeit. Das Kolosseum. Eines der bekanntesten Symbole nicht nur Italiens, sondern der gesamten westlichen Zivilisation. Seit Jahrtausenden zieht es alle Blicke auf sich. Millionen Menschen kommen jedes Jahr hierher, um die Ewigkeit zu berühren. Sie fotografieren, bestaunen die Architektur, aber nur wenige fragen sich, welchen Preis dieses Bauwerk wirklich hatte. Wessen Hände schleppten diese riesigen Steine? Wer vergoss hier sein Blut? Und wofür? Dies sind nicht bloß Ruinen. Dies ist eine Bühne, auf der sich wahre Dramen abspielten, Dramen, bei denen Zehntausende Herzen stillstanden. Ein Ort, an dem sich Schwert, Sand und Schrei vereinten. Wo der Tod keine Tragödie war, sondern Teil der Vorstellung. Und all das ist kein Mythos, keine Legende, es war Wirklichkeit. Doch um das Kolosseum zu verstehen, müssen wir zurück in die Vergangenheit. In eine Zeit, in der Rom nicht ein Museum war, sondern die Hauptstadt der Welt. In eine Epoche, in der Kaiser über Kontinente herrschten und das Volk nur eines forderte: Brot und Spiele. Im 1. Jahrhundert nach Christus lebten in der Stadt Rom schätzungsweise zwischen 700.000 und 1 Million Menschen. Sie war die größte Metropole der Antike. Die Bevölkerungszahl schwankte, je nach Hungersnot, Epidemien oder politischer Unruhe, doch im Durchschnitt hielt sich die Einwohnerzahl bei etwa 800.000. Rom befand sich im Wandel. Bürgerkriege, wirtschaftliche Schwierigkeiten, politische Instabilität, das Reich war erschüttert. Doch im Jahr 69 n. Chr., nach dem Sturz Neros, kam Vespasian an die Macht. Er versprach Erneuerung und leitete eine Zeit des Wiederaufbaus ein. Um das Vertrauen des Volkes zurückzugewinnen und den Beginn einer neuen Ära zu symbolisieren, beschloss der Kaiser, etwas Großartiges zu errichten. Er wählte ein Gelände, auf dem sich zuvor Neros künstlicher See befand. Ein symbolischer Schritt. Ein Ort, der einst mit der Tyrannei eines Kaisers verbunden war, sollte nun Raum für eine neue Geschichte schaffen. Die Geschichte Roms. Hier sollte ein Amphitheater entstehen, das Zehntausende Zuschauer fassen konnte. Das Kolosseum war ein Geschenk an das Volk. Ein Ort der Spektakel, die nicht nur unterhielten, sondern auch die Autorität des Kaisers stärkten. Darin spiegelte sich Vespasians Idee, dem Volk nicht nur Brot, sondern auch Spiele zu geben, um es von den Härten des Alltags abzulenken.
Scusa, c'è il collega qua alla porta, faccio da solo? Arriva adesso. Für den Bau des Kolosseums wurde Travertin verwendet, ein heller Kalkstein, der in der Nähe von Rom abgebaut wurde. Steine, die mehrere Tonnen wiegen konnten und für die Errichtung von Säulen, Blöcken und Mauern genutzt wurden, wurden manuell auf Wagen transportiert. Es war eine unglaublich schwierige Arbeit, die enorme Anstrengungen und Ressourcen erforderte. Die Arbeiter waren größtenteils Sklaven. Eine der tragischsten Seiten der römischen Geschichte war der große Sieg der römischen Legionen in Judäa. Im Jahr 70 Gen. Christus, nach der Eroberung Jerusalems, wurden Zehntausende Gefangene gemacht. Diese Menschen wurden zu Sklaven und gezwungen, an Bauprojekten zu arbeiten, darunter auch am Kolosseum. Der Bau zog sich fast über ein Jahrzehnt hin. Das Kolosseum hatte die Form eines Ellipsen mit einer Länge von 190 Metern und einer Breite von 155 Metern. Es war ein wahres Meisterwerk der Ingenieurskunst. Die Höhe des Gebäudes betrug 50 Meter und es konnte etwa 50.000 Zuschauer fassen. Das Kolosseum war nicht einfach ein Amphitheater. Es war ein ingenieurtechnisches Meisterwerk seiner Zeit. Das System von unterirdischen Gängen, Aufzügen und Mechanismen zur Hebung von Tieren und Dekorationen war völlig einzigartig. Die gesamte Struktur war bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Ingenieure der Römer verwendeten ein System von Bögen, die nicht nur Stabilität, sondern auch eine elegante äußere Erscheinung gewährleisteten. Jede Etage des Gebäudes war in einem Stil gehalten, der ihrem Zweck entsprach. Die obere Etage war niedriger,
während die unteren Ebenen viel geräumiger waren und so den Eindruck von Macht und Größe vermittelten. Das Kolosseum war das erste Gebäude dieser Größe weltweit und seine Konstruktion hatte zu jener Zeit keine Entsprechung. Es war nicht nur für die Spiele gedacht, sondern auch ein Ort, an dem die römische Ingenieurskunst perfektioniert wurde, der Schauplatz für die komplexesten Theateraufführungen. Das Kolosseum wurde zum Symbol der Spektakel, die nicht nur Unterhaltung boten, sondern auch ein politisches Ziel verfolgten, die Festigung der Macht. Gladiatorenkämpfe, Hinrichtungen, Jagden auf wilde Tiere, Schauspiele mit Wasser. All dies wurde Teil der Politik und Propaganda. Die Kaiser setzten die Spektakel ein, um das Volk in ihrer Macht zu halten und es in ihrem Bann zu halten. Die Gladiatorenkämpfe waren das zentrale Element. Diese Kämpfe waren nicht einfach Schlägereien, sie waren ein Spiel für die Menge. Das System von Siegen und Niederlagen, die Symmetrie der Kämpfe und die Dramatik, all das schuf ein Schauspiel, das bis ins kleinste Detail durchdacht war. Schwerter, Blut und Tod auf der Arena waren keine Zufälle. Sie waren inszenierte Ereignisse, bei denen jedes Detail eine Bedeutung hatte.
Die Gladiatoren wurden zu Helden, über deren Schicksal gesprochen, denen bewundert und gefürchtet wurde. Durch sie zeigte sich die Stärke und Macht Roms, die Macht des römischen Gesetzes und der römischen Autorität. Im Kolosseum haben Archäologen im Laufe der Jahrzehnte viele wertvolle Funde gemacht, die helfen zu verstehen, wie dieses riesige Amphitheater in der Antike funktionierte. Die wichtigsten Kategorien der Funde sind Überreste exotischer Tiere, Löwen, Tiger, Leoparden, Bären, Nilpferde, Elefanten und Krokodile. Diese Tiere wurden für die Jagden und spektakulären Kämpfe, Venationes, verwendet. Es wurden menschliche Überreste gefunden, die vermutlich Gladiatoren oder Hingerichteten gehörten. Allerdings sind vollständig erhaltene Skelette sehr selten, da organisches Material in diesem Klima und unter diesen Bedingungen schlecht erhalten bleibt. Fragmente von Gladiatorenausrüstung, Schwerter, Gladiatoren, Schilde, Helme, Metallverstärkungen sowie Teile von Schutzausrüstungen. Römische Münzen wurden gefunden, die vermutlich von Zuschauern oder Teilnehmern der Kämpfe verloren wurden. Manchmal fanden sich auch Broschen, Ringe und andere Schmuckstücke. Werkzeuge und Alltagsgegenstände, Reste von Fackeln, Töpferwaren, Geschirr, Baumaschinen. Diese geben Einblick in das tägliche Leben derer, die im Kolosseum arbeiteten. Architektonische Elemente, Fragmente des ursprünglichen Marmors, Säulen, Stufen und Aufzugmechanismen, darunter Spuren von Aufzügen, die Tiere und Dekorationen auf die Arena hoben.
Das Kolosseum wurde zu einem integralen Bestandteil des römischen Soziallebens. Jede Veranstaltung war nicht nur ein Schauspiel, sondern auch eine Lektion. Die Menschen kamen nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch, um die Idee zu erleben, die die Gladiatoren verkörperten. Diese brutale Welt, in der nur der Stärkste überlebte, war eine Metapher für das gesamte römische Reich, in dem Macht nicht nur gegeben, sondern auch erkämpft werden musste. Jedes Spektakel hatte eine soziale Bedeutung. Es gab dem Volk nicht nur Brot, sondern auch psychologischen Trost durch das Beobachten des Kampfes, des Überlebens und des Todes. Und all das geschah auf einer einzigen Arena, an einem Ort, der alles vereinte: Gewalt, Ruhm, Schmerz und Triumph. Das Kolosseum wurde zum Zentrum der römischen Gesellschaft. Hier gab es alles: den Triumph der Macht, die Grausamkeit, den Mut und den Schmerz. Es wurde zur Arena, auf der nicht nur die Schicksale der Gladiatoren entschieden wurden, sondern auch die Schicksale ganzer Völker. Mit der Zeit kam in Rom die christliche Sichtweise auf die Welt. Gladiatorenkämpfe, die früher ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens waren, begannen zu verschwinden. Im Jahr 404 n.Chr. versuchte der Mönch Telemachus, den Gladiatorenkampf zu stoppen. Und wie es heißt, wurde er von der Menge getötet. Dies wurde der letzte Tropfen und die Gladiatorenkämpfe hörten auf. Trotzdem blieb das Kolosseum weiter bestehen. Im Mittelalter, als Rom den Fall erlebte, wurde das Kolosseum zu einer Festung. Viele seiner Steine wurden abgebaut und für den Bau anderer Gebäude verwendet. Jahrhunderte nach dem Fall des Römischen Reiches bewahrte das Kolosseum seine Kraft als Symbol und Erinnerung an die Größe der Vergangenheit. Seit dem 19. Jahrhundert begann die groß angelegte Restaurierung des Kolosseums. Steine, die während der Zerstörungen abgefallen waren, wurden erneut für die Restaurierung verwendet.
Heute ist das Kolosseum ein Architekturdenkmal, ein Zeugnis für die Größe Roms und seiner jahrtausendealten Geschichte.
Tässä oli exit dit. Ja, man kan åka sig lämna samma här. Jaha, så visar en för de 5 meter. Jede Generation sieht das Kolosseum auf ihre eigene Weise. Für die einen ist es einfach ein Wahrzeichen, für die anderen ist es ein Wunder der Architektur. Aber für diejenigen, die in seine Stille hineinhören, ist es die Stimme der Vergangenheit, eine Warnung und eine Inspiration. Das Kolosseum steht im Herzen Roms, ein unbeweglicher und ewiger Zeuge der Epochen. Es hat Kriege, Erdbeben und die Gleichgültigkeit der Zeit überdauert. Und es wird weiterstehen, uns daran erinnernd, wer wir waren und fragend, wer werden wir sein. Es sind nicht einfach Ruinen. Es ist ein Symbol der Stärke und der Schwäche, ein Symbol unserer Geschichte, unserer Erinnerung, unserer Wahl. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass es mich wissen. Dein Kommentar ist nicht nur Text, er ist eine lebendige Reaktion, deine Meinung, deine Emotion. Das ist es, warum es sich lohnt, Geschichten zu erzählen. Gib einen Daumen hoch, wenn es dich berührt hat. Abonniere, wenn dir die Geschichte gefällt, die im Stein lebendig wird. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.